Was lange rankt, wird endlich gut. In diesem Fall ist es eine Süßkartoffel, die aus Versehen im Küchenschrank gekeimt ist und die jetzt ihren Weg in die Erde und in den Garten findet. Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Kennt ihr das auch, dass manchmal Kartoffeln oder eben auch Süßkartoffeln schon kurz bevor man sie eigentlich kochen möchte, keimen? Ich habe das ausgenutzt, dass da eine Süßkartoffel gekeimt hat, habe den oberen Teil abgeschnitten, das untere Ende haben wir natürlich gegessen, den oberen Teil habe ich in einen Becher mit Wasser gestellt und die winzigen Sprossen, die sich schon gebildet hatten, sind gewachsen. Nach unten haben sich Wurzeln gebildet, nach oben Blätter. Und jetzt ist es höchste Zeit, diese neue Pflanze in die Erde zu bringen, denn sie hat schon ganz gelbe Blätter, man sieht es hier. Sie sollten eigentlich dunkelgrün sein. Jetzt werde ich sie auspflanzen und ihr seid dabei. Ja, dass so eine Süßkartoffel aus dem Supermarktregal bei mir im Küchenschrank keimt und sprießt, ist nicht zum ersten Mal passiert. Das hatte ich auch letztes Jahr. Und da habe ich die dann auch so wie diese sprießen lassen und dann eingepflanzt. Süßkartoffeln haben es gern warm, darum habe ich sie gleich hier hinter mir im Hochbeet in einer Ecke eingepflanzt. Und sie ist auch schön gewachsen und gewuchert. Aber dann, das müsst ihr euch vorstellen, dann habe ich sie vergessen. Und habe es erst im Herbst dann, als schon Frost da war, ist mir die Süßkartoffel eingefallen, dann habe ich sie ausgegraben. Und es waren tatsächlich ungefähr so lange schöne Süßkartoffeln dran, aber vom Frost weich gekocht und nicht mehr brauchbar. Dieses Jahr will ich das besser machen, dieses Jahr soll mir das nicht passieren. Darum habe ich gedacht, ich pflanze sie nicht mehr ins Hochbeet, sondern irgendwo hin, wo ich sie nicht übersehen und nicht vergessen kann. Ich habe hier einen großen Eimer, denn die Süßkartoffeln brauchen ja viel Platz und da werde ich sie gleich einpflanzen. Zuerst machen wir Löcher in den Boden. Auf das Bohren hatte ich mich am meisten gefreut, aber es ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Löcher sind wichtig, damit das Gießwasser gut ablaufen kann. Die entstehenden Plastikkrümel sammle ich gleich ein, damit sie nicht in den Boden gelangen. Das sollte für eine Drainage reichen. Was meint ihr? Und damit sich keine Staunässe bildet, kommen jetzt noch unten eine Schicht Steine rein. Gut, dass ich die Steine, die aus dem Boden herauskommen, wenn ich herumarbeite, immer auf die Seite lege. Hier kann ich sie gut brauchen. Ich werde den Eimer so füllen wie ein Hochbeet und auf die Steine eine Schicht Äste und Zweige geben. Auch sie lassen durch die Hohlräume zwischen dem groben Material das Wasser besser ablaufen. So haben auch die Bodenlebewesen genug Sauerstoff. Nach oben hin darf die Füllung immer feiner werden, also kommt noch Laub darauf, das im Laufe der Zeit verrotten und die Nährstoffe langsam freisetzen wird. Steine, Äste und Zweige und Blätter. Mein Mini-Hochbeet ist schon fast voll, denn ein Mini-Hochbeet wird dieser Eimer ja dann auch sein. Jetzt kommt die Erde dazu und da habe ich eine gekaufte Erde, die ich schon benutzt habe. Ich habe darin letztes Jahr Zucchini gehabt und jetzt im Frühjahr nochmal Radieschen. Die ist jetzt nicht mehr ganz so nährstoffreich, aber ein bisschen. Die brauche ich nicht noch weiter zu düngen. Und die kommt jetzt auch noch hier rein und dann pflanze ich die Süßkartoffel ein. Süßkartoffeln sind tropische Pflanzen und stammen ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika. Mit den Kartoffeln sind sie nur entfernt verwandt. Dass sie zu den Windengewächsen gehören, sieht man gleich an den langen, sich rankenden Trieben und herzförmigen Blättern. Süßkartoffeln brauchen viel Sonne, viel Wärme und einen nährstoffreichen Boden. Sie neigen dazu, alles zu überwuchern, können aber auch in die Höhe ranken. In der Erde bilden sich die essbaren Speicherwurzeln, die wir als Süßkartoffeln oder Badaten kennen. Angeblich liegt der Ertrag bei 3 Kilogramm pro Pflanze. Ich erhoffe mir zumindest die Hälfte davon. Als oberste Schicht kommt auf das Mini-Hochbeet noch ein Laubteppich. Dieser Mulch hält die Erde feucht, verhindert das Ausbreiten von Unkraut und hält die Wärme. Außerdem hoffe ich auch so, die Schnellkäfer davon abhalten zu können, hier ihre Eier zu deponieren. Als Drahtwürmer bereiten mir die Larven der Schnellkäfer nämlich überall Probleme beim Wurzelgemüse. So, das gute Stück ist eingesetzt. Mal hochheben. Oh!
gießen. Und dann brauche ich nur noch einen Platz zu suchen, wo ich den Eimer hinstellen will. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den Daumen hoch gehen, schreibt einen netten Kommentar und abonniert den Kanal, wenn ihr sehen wollt, was ich sonst noch alles im Garten und mit dem, was ich im Garten ernte, mache. Seid das nächste Mal auch wieder dabei. Tschüss und bis bald.